Jetzt schauen wir mal, wie das aussieht, wenn unsere Einwohnermeldeamtbeamtin bei der Arbeit ist. Sie sitzt jetzt schon mehrere Stunden hier auf ihrem Sessel oder besser gesagt auf der Couch und ist hier am Vorbereiten. Wir werden sehen, was sie heute mit uns vorhat. Bitte hochprofessionell mit Stift. Warten Sie noch kurz, ich muss hier meinen Stift einschalten. Ich sage es Ihnen, ich hatte ja immer so meine Bedenken mit diesem Tablet, ne? Und war ja eben doch eher auf händisch reiten, natürlich schreiben. Also jetzt kommt mir das Englisch ja doch schon in die Quere, naja gut. Und habe jetzt herausgefunden, dass es auch Bleistifte gibt für das Tablet. Und das machen wir natürlich heute gleich. Und da sehen Sie auch schon meine Liste, die werden wir jetzt abarbeiten. Ne? Und als erstes bitte, ganz rein zufällig stehen wir schon neben der ersten Person. Und ich bin so nervös, denn es ist ein Celebrity wieder einmal. Das ist der liebe Marc, also ich darf ihn ja auch Marc nennen, ne? Von Steinklusiv, ja. Also ich muss sagen, herzlich willkommen bei uns in der Skybar, ja. Lieber Marc, ich sehe zwar, du unterhältst dich gerade mit einer Musikerin, aber wenn du dann noch ein bisschen Zeit hast, komme ich vorbei in der Skybar. Also entschuldigen Sie meine Aufgeregtheit, aber es ist doch wirklich immer aufregend, solche tollen Persönlichkeiten bei uns in der Stadt begrüßen zu dürfen. Wir haben nicht nur diese Bekanntheiten, wir haben natürlich auch den Mann von nebenan quasi, ja. Und das ist zum Beispiel jemand, wo ich eigentlich gar nicht sagen sollte, dass der bei uns in der Stadt ist, weil das irgendwie mit seinem Job, naja, egal. Den Detektiv Marty Stone. Und der ist bei uns in der Spielhalle, Ihnen kann ich es ja sagen, ne? Der ist bei uns in der Spielhalle, denn dieser Spielhallenbesitzer, der hat zu viel Geld, als dass das mit rechten Dingen zugehen könnte. Und deswegen ist unser Detektiv hier unterwegs. Und jetzt muss ich fast mein Tablett hier ein bisschen weglegen, ja. Muss hier das da abnehmen. Kurz meine Brille ein bisschen weg hier, damit wir das dann auch... Wehe, meine schöne Spielhalle wird jetzt zerstört, ich sag's dir. Nein, nicht. Die habe ich übrigens noch gar nicht hergezeigt, da hat sich auch wieder ein bisschen was getan, aber dann zeigen Sie mal den Herrn Marty ist natürlich Stone vorgegangen. hierher. Die einzige die einzige Minifigur hier in der Arcade. So ein schicker Mann, den muss man direkt genauer herzeigen. Sehen Sie diese Kappe hier? Also wenn das kein Detektiv ist, dann weiß ich es ja auch nicht. Also so ein adretter junger Mann. Und ja, eigentlich sollte ich es gar nicht herzeigen und gar nicht sagen, dass der hier ist, denn wir wollen ja seine Spürnasentätigkeit hier eigentlich nicht stören und hoffen, dass er herausfindet, warum dieser gute Spielhallenbesitzer, ja, solche Reichtümer angehäuft hat, die es hier eigentlich, naja, nicht das ganz ist ja schon fast so wie bei der Geldwäscher-Story von Bob Brickman. Es geht zu, ich sag's Ihnen, egal welche Stadt, überall gibt es die Bösewichte. Sind natürlich auch sehr attraktiv, aber das ist wieder eine andere Sache. Dann haben wir noch den lieben Sascha, ja, und der ist Kommandeur der Sternflotte. Ich glaube, da muss man so irgendwie machen, ja, so, ja. Und der wollte in den Bereich der Luft- und Raumfahrt und es tut mir so leid, aber wir haben das nicht. Noch nicht. Ja. Das kommt noch. Deswegen habe ich mir überlegt, wo kann ich ihn hinschicken, was nahe Luft- und Raumfahrt kommt. Und da ist mir eingefallen, wir haben doch dieses UFO-Ringelspiel, ne? Und da fährt er gerade eine Runde. Ganz rein zufällig sitzt er jetzt da drinnen in diesem Raumschiff, ja, in diesem orange-weißen und dreht das eine Runde, ja. Ja, viel Spaß beim Fahren, lieber Sascha. Falls wir mal andere Optionen haben, dann werde ich Sie natürlich einladen, auch dort Ihre Zeit zu verbringen. Fürs erste Mal bleibt das wohl das einzige Raumschiff bei uns in Wild City. Nein, da wird sich bald was ändern. Naja, gut. Dann kommen Sie bitte weiter, Wir müssen weiter ins Winterdorf. Ich habe das so eine nette Szene. Da haben wir den lieben Sven
auch genannt Bubblefish. Und der ist ja also ein wahrer Künstler, ja. Und bitte hier weiter. Das ist schon wieder recht eng hier mit den ganzen Winterklamotten. Sie sehen, hier drüben ist der liebe Sven. Ja, ich kann auch mit meinem guten Stift immer so gut hinzeigen. Sie sehen, dass der gute Sven ist hier drüben. Und Bubblefish, wie ich schon gesagt habe, freischaffender Künstler. Er verkauft seine Werke im Winterdorf. Also falls Ihnen diese gefallen, genau, die sind rechts ausgestellt auf dem Tisch. Sehr schön, muss ich sagen. Also moderne Kunst auf höchstem Niveau, ja. Und wenn Ihnen das gefällt, bitte im Winterdorf vorbeischauen und kaufen Sie sich eins dieser Werke. Das wird ja sehr, sehr viel wert werden wahrscheinlich in Zukunft. Sie sehen schon, ein Herr ist schon hier, der schon was kaufen möchte. Also das funktioniert ja wunderbar. Wir kommen dann bitte weiter in Richtung Monorail, ja. Auch immer ein Dauerbrenner, diese Monorail, ja. Also die zieht ja die Männerwelt an wie, weiß ich was, ja. Kein Wunder. Ach Mensch, naja, da haben wir jetzt auch schon 2 platziert. Bitte meine leere Teetasse, da habe ich mich gerade angeschüttet, damit brauchen wir jetzt nicht. Aber da haben wir 2 Männer verewigt. Also erstmal hier diesen Mann, der leider, muss ich ja sagen, wirklich ein Pech hat, ja. Also dieser junge Herr ist Delikate oder Delicate, ich weiß es nicht genau, wie Sie das aussprechen. Ja, der ist auf dem Weg zu der Monorail, der will sich eigentlich die Monorail ansehen. Leider ist er da in ein Häufchen hineingestiegen, das tut mir ja wirklich sehr leid. Der Besitzer ist hinterbei, ja, da wird es wohl eine Streiterei geben, ne? Aber gut. Ich hoffe, das geht noch besser aus. Auf jeden Fall, Herr lieber Delikate, sehr herzlich willkommen bei uns. Und wir haben noch jemand in der Monorail-Station, nämlich diesen Herrn hier. Ja, diesen Herrn. Wir sind die Besten, steht hinten drauf auf seinem Shirt. Und das ist der liebe Herr von Brick Train Studio. Und ich dachte mir, wenn er schon bei Brick Train Studio, wenn das schon so heißt, Entschuldigung, jetzt bin ich direkt im Licht gestanden. Das darf natürlich nicht sein. Dachte, welcher Train könnte Sie interessieren? Ja, und da dachte ich natürlich an den Airport Shuttle und habe sie hier platziert. Ich hoffe, das ist in Ordnung für Sie. Ganz klar. Dann haben wir noch 2 Persönchen. Ja, bitte, wenn Sie mit mir mitkommen würden. Wir haben quasi einen Celebrity, ja. Wenn Sie den Kanal von MC oder Mac, die Austrian Brick Fan, verfolgen, wie wir das zum Beispiel machen, ja, dann kennen Sie wahrscheinlich auch den Bangkok Jim. Und dieser Bangkok Jim, der versucht sich jetzt gerade als Motorradfahrer und Sie sehen wahrscheinlich an seinem Gesicht, ja, er ist glücklich mit diesem Hobby. Ob es erfolgreich ist oder nicht, es sei dahingestellt. Und ja, er hat jetzt gesagt, er haut jetzt für heute mal den Hut drauf, denn sonst ja, sieht sein Gesicht wahrscheinlich noch schlimmer aus und holt sich hier einen Kaffee bei diesem netten kleinen Ständchen. Ja, Leute, die einfach mit ihrem Hobby nicht aufhören, obwohl es definitiv nicht so funktioniert, wie sie das möchten. Sehr beeindruckend. Lieber Bangkok Jim, ich hoffe, es geht bergauf. Wirklich, ich hoffe, es geht bergauf. Gut, dann geht es weiter. Übrigens hier. Große Bauarbeiten hier bei der U-Bahn, aber da zeige ich noch nicht her. Das kommt vielleicht im nächsten oder übernächsten Video. Na gut, kommen Sie weiter. Wir kommen noch zum letzten Herren. Eine Männerrunde hier, also wirklich ein Gast. Wir kommen zum letzten Herrn und der ist in diesem wunderbaren Zug. Der mich übrigens an die Santa Fe erinnert hat von den Farben. Ich wusste, also meine Kollegin wusste das ja letztens mal nicht, die 7740 und hier drinnen ist der liebe Klemmbausteine Forever. Den sieht man, entschuldigen Sie, wo schwenken Sie schon wieder hin? Sie sollen da hineinschwenken. Jetzt kann ich das wahrscheinlich ganz schlecht heruntergeben, ohne dass ich alles kaputt mache. Ich bin ja in Zügen jetzt nicht ganz so firm, aber Sie sehen ihn hier hinten. Jetzt ist die Zugtür wohl auch mit herausgefallen. Ich werde das dann wieder zusammenbauen. Aber er ist der Personenschnellzug-Sicherheitschef
und der überwacht jetzt die Überstellung von dieser 7740 in unsere Stadt. Herzlich willkommen. Und damit habe ich auch das letzte hier durchstreichen können und wir sind fertig. Ein großes Häkchen darüber. Ich bin froh, dass es so gut funktioniert hat und ich muss Ihnen sagen, also jetzt langsam freue ich mich mit der Technik an. Es geht bergauf. Ui, da ist noch ein bisschen. Ach, das mache ich später. Oder lasse ich meinen Kollegen machen. Genau. Also in dem Sinne, es freut mich, dass die neuen Persönchen eingezogen sind. Wenn Sie noch nicht dabei waren, dann bitte in die Kommentare unten hineinschreiben. Vielleicht verwenden Sie auch so einen Stift, dann funktioniert es gleich noch viel schneller und besser. Ich hoffe, ich habe niemanden übersehen. Falls doch, bitte, wie gesagt, einfach nochmal einen Kommentar schreiben. Sie wissen, mit der Technik bin ich jetzt erst am Anfreunden, also das könnte noch etwas dauern. Ja, also ich glaube, das war es jetzt für heute. Ich glaube, es ist Feierabend. Ich wünsche Ihnen auch einen schönen Feierabend und machen Sie es gut. Und dann sehen wir uns ja hoffentlich bald in dieser Stadt wieder. Ich mache mich jetzt auf in die Sky Bar, denn ich habe ein Lied.